So, ein neuer Tag beginnt natürlich mit einem Starbucks. Wir fahren jetzt durch den Drive-Thru des Starbucks. Das gibt es bei uns nicht, deswegen finden wir das ziemlich cool. So, als würdest du bei McDonald's was bestellen. Aber seht euch die Schlange an, das ist doch nicht normal. Wirklich, die Amerikaner nutzen Starbucks, als wäre das deren täglich Brot. Aber bei uns, ich glaube, bei uns ist das noch nicht so normal. Deswegen, wir fahren heute einen ganz besonderen Park. Dieser ist kostenlos. Disney Springs. Das ist ein Riesenpark mit ganz vielen Shops von Disney. Und den werden wir heute mal erkunden. Nicht so lange, so wie gestern. Die Parks haben uns wirklich müde gemacht, weil es doch schon lange war dann am Ende des Tages. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei Disney Springs aussieht, was es da so alles gibt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Also kostenloses Parken gab es ja auch im Limegarten. Hier sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Geschäfte. Laura hat schon einiges entdeckt. Zara. Und so sieht das Ganze aus von oben. Shopping Day. Yeah. Ob du willst oder nicht, ja. Oh nein. Ich denke wieder ans Gewicht, ne? Also wir hatten das Thema schon, ne? Mit dem Gewicht. Ist soweit, wir brauchen einen zweiten Koffer. Oh, sie hat's gesagt, ich hab's auf Kamera. Leute, schaut euch das an, wir sind gerade bei Uniqlo. Und egal, wo man hinschaut, es ist alles im Disney-Thema. Egal, ob irgendwelche Prinzessin oder Mickey, of course. Überall. Oder auch hier komplett Coca-Cola. Leute, wie cool ist das denn? Wir sind gerade im Levi Store und du kannst hier deine Teile hier einfach besticken, bekleben, Hammer. bedrucken. Hammer. Schon wieder was entdeckt? So, wir sind jetzt im Disney Store. Es gibt hier, glaube ich, einen Traum für Kinder tatsächlich. Schaut mal, also so viele Kuscheltiere. Ein ganzes Kuscheltierzimmer könntest du draus machen. Mal seht, wie groß das Ganze hier ist. Ich mache mal jetzt einen Schwenk und guckt euch mal bitte das an. Ich glaube, wenn ihr im Disney World nichts gefunden habt zu kaufen, dann findet ihr auf jeden Fall hier was. Es gibt so viele Shops. Alles was ihr braucht, findet ihr auf jeden Fall hier. Und ihr könnt einkaufen ohne Ende. Das wäre doch was für das nächste Fasching bzw. Karneval. Also für die Lego-Fans unter euch auch eine Kooperation, nicht nur Starbucks, Nike, sondern auch mit Lego hat natürlich Disney und du kannst dir deine Disney-Figuren in Lego-Form kaufen. Die sehen echt cool aus hier. Ich glaube, für alle geht hier so ein kleiner Lego-Traum in Erfüllung. So viel Lego habt ihr noch lange nicht gesehen. Schau selbst. Also für alle Star Wars Fans, bester Laden. Kannst du alles kaufen, was du willst. Mega cool. Also für Schokoladenfan, M&M's Fans ist das hier das wohl größte Paradies ever. Schaut selber. Dahin nur M&M's. Ein Paradies für M&M's Liebhaber. Und das Schlimme ist, es riecht einfach nach Schokolade. M&M's, als wärst du in so einem
M&M, so eine M&M, Weiß ich nicht, Digga. Tüte sein. So fühlt sie sich hier gerade. Es riecht Hammer. Als würdest du in so ein M&M beißen wollen gerade. Erster Eindruck, Cirque du Soleil ist auch hier. Vielleicht kennt ihr das ja, dieses MacArthur Outlet. So ungefähr ist es hier aufgebaut und ganz, ganz viel größer. Ganz andere Läden mit dem Motto halt oder mit dem Thema halt von Disney. Ziemlich cool gemacht, muss ich schon sagen. Und hier sind auch einige Marken dabei, die findest du sonst woanders überhaupt nicht. Also so wie M&M's, Cirque du Soleil mitten auf dem Platz hier. Also schon mega cool, sowas zu sehen. Und wie gesagt, das Ganze ist hier for free. Ihr könnt auch kostenlos parken. Es gibt hier keine Attraktionen. Wie gesagt, dieser Heißluftballon oder dieser Luftballon, der nach oben geht. Außer für die Kinder gibt es so kleine Karusselle und solche Sachen. Also für kleine Kinder ist es auch ein kleines Paradies. Natürlich hat Coca-Cola auch hier seinen Laden. Es gibt so viele geile Sachen. Es gibt einen Pullover, sieht so hammer aus. So ein richtig cool Pullover, den zeige ich euch mal. Ist der nicht der Hammer? Also Coca-Cola, wenn ihr das Video seht, dann das war Product Placement hier, ne? Dann könnt ihr mir so einen Pullover mal zuschicken. Ich schicke euch die Adresse. Ich glaube, das würde hier stehen. Das ist doch mega cool. Also Coca-Cola, wenn ihr uns so viel von den Teilen schickt, machen wir den ganzen Weihnachtsbaum voller Coca-Cola. Aber der muss noch dazu kommen. Und wenn nicht, dann gibt's Auge. Was für coole Becher bitte. Also, ihr könnt ja eure eigene Cola designen. Ich mache mal die Original. Choose your Design. Was machen wir dann? Der ist cool. Ich weiß noch nicht, wie viel das kostet. Also für 8 $. Also für 8 $ bekommt er so eine Dose. Aber leider sagt der Typ gerade, die Maschine funktioniert gerade nicht. Schade. Sowas hier. Wie cool ist das denn bitte? Schlafmaske von Cola. Kannst du nachts in deiner Cola träumen. Wir kommen jetzt langsam dem Ende. Disney Springs ist cool. Ist natürlich was ganz anderes als jetzt Disney World mit den ganzen Themenparks etc. Das ist einfach nur eine Fläche, die sie wahrscheinlich an andere vermieten mit irgendwelchen Shops unterschiedlicher Art. Aber halt immer noch mit so kleinen Details von Disney. Und das ist schon ganz cool. Egal ob jetzt zum Beispiel bei Uniqlo oder bei Levi's oder bei Coach. Da hast du halt immer irgendwelche Details von Disney, was schon ganz cool ist. Das kannst du wahrscheinlich auch nur exklusiv hier kaufen. Deswegen, ja, lohnt sich das? Also extra nach Orlando deshalb fahren auf keinen Fall. Aber wenn man hier ist, kann man natürlich hier einfach vorbeischauen. Es gibt natürlich Shops wie auch Sephora, Zara, Levi's, whatever. Also man kann einfach ein bisschen entspannen zwischen den Tagen, falls man am nächsten Tag noch einen Park zum Beispiel besuchen sollte. Ganz genau. Deswegen, also wenn ihr einkaufen wollt, dann kommt auf jeden Fall hierher. Bis zum Entspannen, bis zum Runterkommen. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.